Wo ist denn der Drache da hinten? So viele Drachen. So many dragons to slay. Alles gut? Weiß nicht, denk schon. Ich glaube, er hat nur mal wieder zu schnell gegessen. Jetzt sitzt er in der Tonne. Und ist soweit happy. In the meadows, then. So, wo ist mein Chocobo? Good girl. Run like the wind. Überall Wildhunde. Halt wirklich überall. Hippocrates said I should be able to find what I'm looking for somewhere nearby. Ja, nehmen wir doch den da. Bright blue dragons and bright yellow flowers. Should be easy enough to spot. Clive, bist du blind? Spontan erblindet? This must be our wyvern. All right. Es tut mir immer so leid, weil die sind so süß und klein. Ich meine, der hat da ganz entspannt sein Nickerchen gehalten. Und wir kommen da an und reißen ihm den Arsch auf. Wer ist jetzt der böse Junge? Hm? Der Drache, der literally nichts getan hat? Oder wir? Ist schon rude, oder? Ist aber auch ziemlich rude. Hammer. So, mein Freund. Alter Joshua. Vielleicht sollte ich dieses zum Anstoß nehmen. Und mir die S-Ranks mal vornehmen. Jetzt, wo wir Joshuas Power auch noch dabei haben. Der haut schon ganz schön rein. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich noch nicht ganz bereit dafür, weil wir sind jetzt was, Level 37, 38? Wyvernleber. Die Naturforscher sind sich nicht einig, ob es die Neigung des Blaurücken-Wyvern ist, sich von Aas zu ernähren, die dazu führt, dass seine Leber so anschwillt, oder ob die Blüten der Engelshauben, welche der Blaurücken-Wyvern genauso gern verschlingt, diesen Schaden verursachen. Einfach eine Alkoholikerleber. Now I just need to find the herbs. Bright yellow with a heady scent. Ja, das Problem ist, dass ich noch nicht genau weiß, wo die sind, aber ich kann gucken. Einfach eine Säuferleber. Ich finde das ja aber spannend, dass wir jetzt so viele Wyverns erledigen. Wo das doch Clives erster Name war. So wurde er uns ja gefühlt vorgestellt. Naja, ich meine nicht ganz, aber... Da war ja noch der Prolog. Irgendwie ist der Prolog, dadurch, dass wir den in der Demo gespielt haben, für mich so ein bisschen vom Spiel abgetrennt. Kennt ihr das? So, bevor wir ins Versteck zurückgehen, noch schnell zu Marthas Rast. Rutherford treffen und dann haben wir, glaube ich, auch alle Botengänge erledigt. Und dann können wir mal gucken, ob wir stark genug für einen S-Rank sind. Ich meine, ich bin jetzt Level 37. Wenn ich halt überhaupt hinkomme. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Locations kann. Das würde ich mal meine kluge Liste fragen. Martha's got a big heart. It's a pity there's so many who are happy to take advantage of it. Ach, aber ist ja immer so. The fates seem bent on driving me from my inn. But if they want me out, they're gonna have to try harder. Aber wo ist denn jetzt unser Rutherford?
Have you heard the latest from Twinside? That the Empress is no more? Ah, so kann man es auch sagen. Ist der oben? Da ist er ja. My lord Marquis, is that you? It is me. It is you. Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, chief steward of your lord uncle's estate. Weiß ich. Of course. We met once before. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... wollte nur mal Tee It's all right. trinken. Continue. I am here at Martha's Rest, at the behest of your lord uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos. Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas, I have lost contact with 2 of those colleagues already. They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times, even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic, the other the old Imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalamil and work my way east. Thank you, my lord. Oriflamme ist doch I gleich shall links. pray for your success and safety. Ich glaube, ich habe ihm gerade nicht richtig zugehört. My associate in Dalmekia would have had to pass through the Republic's checkpoints to gain entry to the capital. Perhaps someone in Dalamil or Tabor would have seen him. Okay. Weißt du was? Dann machen wir einen Umweg übers Versteck. Geben da erstmal einen Teil ab. Und dann düsen wir wieder in den Süden. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, yo, was geht? Oh. Mindless though they are, an Akashic horde large enough to besiege the free cities is not to be trifled with. We must proceed with caution. Ja, Joshua. So, erstmal das Stinkezeug an die Köchin abgeben. It seems the hideaway has lost its appetite. So, did you have that word with Tomes then? I did, and he was as helpful as ever. He told me exactly where to look, in fact. Tomes weiß einfach fucking alles. Engelshaube. Dieses scharfe Kraut, das früher als Drachenminze bekannt war, besitzt keinerlei bekannte heilende Eigenschaften. Es kann jedoch üble Gerüche und Geschmäcker überdecken, weshalb es in Rezepten mit besonders übel riechendem Fleisch, wie zum Beispiel den Lungen und Lebern von wilden Bestien, verwendet wird. Vielleicht einfach die Stinky-Sachen nicht verwenden? Vielleicht sind die auch giftig, wenn die so riechen. Ich meine ja nur, kann ein Mensch eine And what Drachenleber precisely will I be verarbeiten? cooking up? Or is it better not to know? Blueback wyvern liver. And, a herb known as Saint's Bonnet. Ah, wyvern livers, was it? Well, at least it weren't actual worms, I suppose. Now then, you stay right where you are. I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. Sie hat also kein Problem damit, Drachen zu essen, aber bei Würmern hört der Spaß auf. Okay. Sind Würmer nicht eigentlich auch nur kleine Drachen? Hey, sie hat Chicken Nuggets gemacht. And here we have it.
Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. He as good as begged. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? Das klingt nicht so gut. Is he dead? So, not fit for consumption then. What witchery is this? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet, it is the piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force. A force of nature, even. A maelstrom of flavor and sensation. A graceful beast emerging from centuries of slumber. Ich habe das Gefühl, die übertreiben. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. But I reckon you might be right. It was decent then. Ist aber auch so ein japanisches Ding. Decent. It's remarkable. And I defy any man to say a word to the contrary. Da gibt's in Yakuza auch ganze Sid, Questreihen might I suggest drüber. that you command a party of your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith? Ist I'll das give die it some thought. Lebensmittelvergiftung, die aus ihm spricht? Ich glaube schon. Japaner und ihre weirden Essensreviews. Das werde ich auch nie so ganz verstehen. Aber solange es sie glücklich und satt macht, soll mir das nur Seems the recht sein. hideaway's lost its appetite. So, Karen. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Ist so lieb. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Well, I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. Ich mag die beiden. Sie ist eine gute. In There's ihrem nothing he wouldn't Kern. do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today'll cost you the same as it did yesterday. Weil sie sind einfach so eine große Familie. Alle passen irgendwie gegenseitig auf sich auf. Ist richtig schön, da kann man glatt neidisch werden. Level 38. Räuchergefäß aus Übersee. Was für die Wand. Dieses mit Kräutern und Ambra gefüllte Räuchergefäß hält laut Karen nicht nur Insekten und die Pest fern, sondern schützt auch vor Dieben und Dämonen, lindert alle Arten von Beschwerden und zieht obendrein Liebe und Glück an. Kannst also doch lesen. Wer hätte das gedacht? Frech. Frech, die alte Frau. So, Karel war in Dings. Ah, warte, ich wollte aufs Handboard gucken. Einfach so eine süße kleine Familie. Wobei klein ist wohl untertrieben. Inzwischen haben wir hier einen ganzen Haufen Leute angesammelt. Oh hey, eine Belohnung. Welcome to the Patron's Whisper. Der Sinn des Lebens.
Solange ich denken kann, habe ich mich nur um mich selbst geschert, habe der Welt den Rücken gekehrt für eine Handvoll Tand und eine volle Gilbörse. Aber was nützt mir das jetzt noch? Es ist schier unmöglich, sich die Freude im Herzen zu bewahren, wenn in allen anderen keine mehr wohnt. Es muss sich etwas ändern, und wenn ich nicht den Anfang mache, wer dann? Ein einsamer Lieferant. No risk, no reward. Clan. Ja, stimmt, wir sind eigentlich schon so ein kleiner Clan. All done? Es ist gar nicht mal so weit von der Realität entfernt. Ja, ich liebe es, wie er seinen Butt regelt. So, aber die haben keine Locations. Südlich von Tabor, den können wir gleich holen. Das stille Ufer Rosaria. Lass mich mal meine Karte fragen. Der ist nämlich da unten bei Port Isolde. Fangen wir doch mit dem einfach mal an. Port Isolde. Gehen wir ein bisschen jagen. Daher haben wir übrigens auch das ganze Geld. Alles von den Hans. Good girl. So, wir wollen hier hin. Hier war auch eine Ätherflut anscheinend. Die Chocobos sehen halt so richtig vergammelt aus. Das macht mich ein bisschen traurig. Das stille Ufer. So, bist du mein Ziel? Boah, das sind die Krabben. Oder? Nee, du. Du, großer Mann. Aber das sind zwei. Oh, sie sind ja auch Brüder. Verzeihung. Oh, 3 sogar. Die haben aber große Äxte. Dafür haben sie keine Gesichter. Seems fair. Guck mal, 3 gegen 3. Das ist ja fast ein faires Kämpfchen. Au, au, au. Normal. Was schubst du denn so? Okay, bei den A-Ranks muss vielleicht doch ein bisschen behutsamer vorgehen. Machen einfach mal erst den platt und dann schauen wir mal, was die anderen beiden so machen. Ich glaube, Joshua mitzunehmen war aber eine gute Idee. Hey, nicht alle auf einmal. Au. Junge, jetzt wäre ich aber fast draufgegangen. Bei 3 Typen gleichzeitig verliere ich ein bisschen den Überblick, muss ich gestehen. Aber ich glaube, einer ist down, ja. Das hilft schon mal ein bisschen. So. Jetzt habe ich beide so ein bisschen am Schlawittchen. Aber die machen echt Schaden, du. Wow. Zum Glück sind die S-Ranks alleine unterwegs. Ah, da. Ich komme da aber auch nicht mehr raus, ne? Wenn der einmal schubst, war es das einfach.
So, der letzte. Das war jetzt aber tatsächlich brenzlig. Aber gut, sind ja auch 3 A-Ranks, ne? Go, Joshua! Das war sick. Das war so ein Brüder-Doppelkill. Nice. No more vengeance. Boop. No more war. Hey Konpako, ja, heute ist mein Affiliate-Jubiläum. Schön, dass du reinschaust. So, den machen wir mal noch nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch. Wollen wir einen Drachen versuchen zu legen? Komme ich da hin? Ist der hier? Muss mal kurz auf die Karte gucken. Ja, das freut mich aber. Auch wenn ich bei dem Projekt leider manchmal ein bisschen schreien muss. Ist das denn überhaupt die richtige Map? Das ist die richtige Map. Ich sollte aber trotzdem noch kurz neue Tränke kaufen, denn wenn wir jetzt ein Level 50 Monster angehen wollen, werde ich meine Supertränke wohl brauchen, weil ich schätze mal, der Two-hittet mich. Sofern der Laden überhaupt noch steht. Die sind hier ja gerade am Aufbruch. What can I interest you in today? So, ein Heiltrank. Ah, yes. 3 I hope Supertränke. it's to your liking. I trust it's all here. Ah, yes. Ich nehme vielleicht auch mal 2 Elixiere mit. I hope it's to your liking. Good day. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Drachen legen können. Ist vielleicht unklug, mit dem Drachen anzufangen, aber dann wiederum bin ich nicht für meine klugen Entscheidungen bekannt. Also. Und speichern könnten wir vielleicht auch vorher mal. Habt ihr übrigens das niedliche Joshua-Icon gesehen? Der gepixelte Joshua ist ja einfach herzallerliebst. Guck mal. Von dem kleinen Pups hier zu einem stattlichen, großen Pixelpups. Come on. So, wo müssen wir denn lang hier? Ja! Ja, also wenn wir den Drachen gelegt kriegen, dann brauchen wir, glaube ich, nicht mal mehr vor dem Final Boss Angst haben. Deswegen scheiß ich mir ja gerade so in die Hose. Das ist ein Vogelpfiff, ja. Was will man da machen? Aber es funktioniert. Ich meine, das ist die Hauptsache. Dragonetten. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Sind wir. Ich dachte, ich gucke lieber nochmal nach. Safety first und so. Puh. Bisschen geht mir jetzt aber schon der Arsch auf Grundeis. Bring dem Drachen Blumen mit. Ich weiß nicht, ich glaube, der steht mehr so auf saftige Steaks. Thanks, girl. Ohrringe des Schützen. Was macht das denn? Erhöht den Willenskraftschaden von Magie um 10%. Ne, das nützt mir nicht so viel. Hab ich hier jeweils das Stärkste an? Ich denke schon.
Darauf speichere ich direkt nochmal, weil ich es kann. So, dann wünscht mir mal Glück. Wo ist mein Drache? Ich meine, mit dieser Weltuntergangskulisse hier ist das zumindest hübsch anzusehen. Hallo? Ist da jemand? Triple Save, Quadruple Save. Oh boy. Svarok. Das ist ein großer Drache. Oh je. Oh je. This beast isn't to be trifled with. Oh Gott. Okay. Erstmal eine Runde Nier. Ich würde jetzt gern Ifrit auspacken, wenn es geht. So, natürlich. Shit, Bruder. Der two-hittet mich. Cool. Erstmal die ganzen Stun-Attacken auspacken. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ich glaube, wir sind noch nicht ready. Aber hey, jetzt haben wir das erste Mal den Game Over Screen gesehen. Ja, nun. Das Problem an dem ist aber, der fliegt. Ich komme mit fliegenden Gegnern nicht zurecht, weil du dasht immer hin und dasht und dasht und dasht und der dreht sich einfach um und dann kommst du nicht mehr dran, weil Clive einfach fällt wie ein Stein. Da hatte ich mit dem weißen Drachen schon so übelst Probleme. Und da sind 12 Level drüber halt einfach zu krass. Aber guck mal, wir werden mit einer Phönixfeder wiedergeboren. Nettes Detail. Habe ich jetzt mein Kram noch? Sonst lade ich nämlich einfach meinen Save. Doch, die Ohrringe des Schützen waren in dem Ding, ne? Der Todesschrei war schon echt heftig. Aber hey, jetzt haben wir auch den Game Over Screen mal gesehen. Ich meine, ist doch auch mal was. Wo ist der andere Level 50 Typ? Ne, da müsste ich jetzt sehr weit laufen. Dafür, dass er uns wieder obliterated. Habe ich, glaube ich, keine Lust. Ist halt schade, weil der Drache hätte unser Aurikalkum gehabt, aber was nicht ist, ist nicht, ne? Dann düsen wir nach Delamil. Machen da mit der Sidequest weiter. Und dann können wir uns aber noch einen C-Rank schnappen, bevor wir mit der Main-Story weitermachen. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das hingekriegt hätte. Ich meine, ich hätte es jetzt noch 2-3 Mal versuchen können, aber ehrlich gesagt. It's not going to be easy finding one man in an entire republic. Let's hope someone here's seen something. Ehrlich gesagt scheint mir das eher so eine Zeitverschwendung zu sein. Bisher ist das Spiel aber wirklich einfach. Also angenehm einfach. Also nicht zu schwer, nicht zu einfach. Es ist einfach sehr angenehm. Du könntest es dir mit den ganzen Accessories und Story Mode noch einfacher machen. Aber ich finde es gerade wirklich sehr angenehm. Wenn man jetzt nicht gerade ein Monster, das dich two-hittet, jagt. Aber das wird schätzungsweise nicht weglaufen, sondern warten, bis wir auch Level 50 haben. Oder so. Ich meine, wir haben... Someone's got himself in trouble. Was war das Höchste, was wir gejagt haben? 6, 7 Level Unterschied. Also... Kriegen wir schon noch hin, nur nicht heute. Ich bin heute auch nicht ganz so konzentriert. Start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing.
Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Ja, die sitzen da und warten auf mich. Please! These men are trying to rob me! I'll deal with this. Das sind Hans, keine Hunter. Thank you. Zum Glück. You that one's master, then? If you kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. Sonst wäre die Welt echt Or am you can Arsch, go wenn back die to your frei garrison rumlaufen and I won't würden. report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. Genau He hasn't das. had many visitors since we slit his throat. So, und jetzt sehen wir, wie das sonst so läuft. Nämlich eher schlecht für die anderen. Tada! Die machen erstmal keinen Ärger mehr. I'd expect as much from Hugo's faithful, but these were men of the fist. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before, then? Many times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. Alle korrupt. The captain is no more. And his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free. Only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist's central command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked, answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? Ach, nimm nur. Das Problem ist nur, in Rosaria ist ja auch nicht sicherer, haben wir ja gerade gesehen. Not at all. Now, to find this second associate of Rutherford's. Ist ja jetzt If he nicht was so. bound for Oriflamme, I'll start at Northreach and see if I can pick up his trail. Ist ja nicht so, als würde es überall auf der Welt so aussehen. Nirgendwo sieht es gerade besser aus. Werden gerade aber auch ganz schön rumgescheucht. Entschuldigung, meine Stimme ist nach dem Marathon durch einfach. Ich glaube, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, mache ich erstmal eine Woche Pause oder so. There's a lot of road between here and the capital. Rutherford's man could be anywhere. Und rede einfach nicht. Ich lege ein Schweigegelübde ab. Keine Ahnung. My voice is not having any of it. Ich müsste sogar noch Bonbons haben. What happened here? Aber dann schmatze ich If so you're rum. with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. Ich trinke mal mehr Tee. Then you found him. I'm Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great-aunt. Ja, die sind da ja alle verwandt. My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Das ist die Stimme von Papa. Bandits. They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pommel to the temple.
Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your shield. Aber dann wiederum, wenn die Welt untergeht, ist kein Wunder, dass die Bandits einen fucking Field Day haben. Weil die sich so denken, hey, wenn wir eh alle sterben, dann können wir ja vorher auch ein bisschen Spaß haben. Leute ausrauben. Was man halt so macht, Vorfahren im Mittelalter. This one's ours, pretty boy. Die hatten ja nichts. Live. Mann, ich steck fest. Junge, was ist heute los, ey? Live bleibt mir literally ständig irgendwo hängen. Als ob er mit seinen mächtigen Füßen den Korb nicht einfach zertreten könnte. Sweet. Danke, Jill. Das war ein schönes Finale. Aber ist natürlich auch ein bisschen unfair. Ich bin 5 Level über denen. Na dann haust rein. Und keine Sorge, wir sterben wahrscheinlich bis zum Ende nicht mehr. Aber das ist okay. Ich darf auch mal gut in einem Spiel sein. Make for the town while you can. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. This looks to be all of them. Und die Waren lassen sie jetzt einfach liegen? I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Pistolus as soon as I'm able. Good day. Wie sie auch alle ihre Kristalle noch tragen, obwohl die gar nichts mehr bringen. My uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. Zurück zu Marthas Rast. Ich frage mich ja, ob sich Clive wirklich teleportiert oder wäre das eigentlich alles
zu Fuß geht. Oder auf seinem Chocobo. Dann würde das Spiel einfach 300 Stunden dauern. I see you're still here. The Rest's location affords a constant flow of traders, and with it, a constant flow of information. Speaking of which, I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. Weißt du, wir erledigen hier die ganze Zeit diesen Kram, während besagter Onkel zusammen mit Mid und Gav auf Messers Schneide sitzt. Prioritäten, so wichtig. I will see that your Lord Uncle is made aware of the situation in both Dalmekia and Sanbrek. And inform him of your timely assistance, of course. Das ist nett. So, dann können wir noch die Drachenhaut abgeben und den Hand machen. Und dann können wir noch ein bisschen Main Story machen, aber ich glaube, ich mache es heute nicht so lang. Wo ist er denn? Da. Here's your hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Eigentlich sagt man Danke, aber bitteschön. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. Was haben wir dann davon, wenn die Welt untergeht? I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. Sweet. Eine ehrliche Haut. Also diese Namen dieser Sidequests. Yay, ich bin doch sowieso ein Prinz. Also eigentlich, da ich der Älteste bin, bin ich ja quasi gerade sowas wie der Lehnsherr von Rosaria. Anything else? Wenn du so möchtest. Go safely. So, und der Hand ist irgendwo hier. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Wenn nicht, Main Story it is. Huch. Wer bist du denn? Noch ein Kevin? Freund von dir? Cyril. Cyril! How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria.
I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. That's creepy. Pray accept this token. Noch ein Siegel. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. Joshua hat aber ein paar wunderliche Gestalten um sich herum gesammelt. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Same, Clive. Same. Ah, Lord Rossfield. I'm afraid I cannot stay to talk. I must leave to collect the reports of our spies in the field. Guck mal, die haben auch eine Oma. Now that you wear the Phoenix down, our brothers and sisters will no doubt reveal themselves to you too. Farewell, my lord, and may the Firebird's flame burn ever in your heart. Okay. May the odds be ever in your favor. So, jetzt nach da, oder? Ja. Are you sure this is the right way, brother? Yep. Trust me, Joshua, for I have a plan. Der Typ ist übelst creepy, oder? Ich meine, der kann doch auch einfach normal reden. Es wäre so, als würde ich jetzt auch nur noch so mit euch sprechen. Und ganz langsam und besonnen und merkwürdig nachdenklich all meine Worte äußern. Wie würde euch das gefallen, wenn wir jetzt einfach so weitermachen würden? Man kann sich schon ein bisschen aussuchen, wie man redet. Sollte ihm vielleicht mal einer beibringen, aber er so, ich bin mysteriös, ich habe ein Creed, ich bin ein Geheimorden. Look at me. Ich glaube, die Liste hat gelogen. Und die denn auf einmal alle her? Hier muss irgendwo ein Nest sein. So, lass mich mal schauen. Hab ich jetzt einfach nur zu früh aufgegeben? Nö. Hä, der war da eigentlich in der Nook, wo wir waren. Bin ich verwirrt. Ich war eigentlich schon genau richtig mit meinem Bauchgefühl. Vielleicht bin ich wieder einen halben Meter zu kurz gegangen. Lauf, Clive. Lauf um dein Leben. Ja, guck mal, also wie schnell der so 100 Meter zurücklegt. Also jetzt im Kampf nicht, aber
Im Kampf wird er immer so langsam. Da vergisst er einfach, dass er einen Turbo-Modus hat. Aber eigentlich sollte hier das Pack sein. Bist du das Pack? Ups. My bad. Die sehen aber cool aus. Sehen auch ein bisschen aus, als könnten sie aus Hojos Labor entlaufen sein, fairerweise. Remember, you're on my side, Total. Aua, nicht in meinen Popo beißen. Hör mal. Ich verstehe ja, dass Clive zum Anbeißen ist, aber... Der schmeckt gar nicht. Einfach weggeschleudert. Ist schwer zum Ranzen, sagst du? Na gut. Werden das eigentlich immer mehr? Es wirkt ein bisschen so. Stay down! Aber ich glaube, das täuscht tatsächlich. So. Und der letzte. Down. Das Traurige ist nur, viele Hunts sind gar nicht mehr übrig. Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? Torgel, unser Leitwolf. Come on. Das gefällt mir. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was uns die Main Story noch so zu bieten hat. Ich räume hier ganz Valisthea auf. Ich bin Putzkolonne, Kammerjäger, Lehrer, Onkel, Ersatzmami. Clive macht alles. Er ist literally das Mädchen für alles hier. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Ah. Nur Kartierer. Das wird er in diesem Leben nicht mehr. Navigator vielleicht besser auch nicht. Was Schlechtes, weil mit wollte uns ein Schiff bauen und uns Captain machen. Aber dann wiederum, wenn wir aus One Piece 1 gelernt haben, dann, dass der Captain und der Navigator nicht dasselbe sind. Also suche ich mir einfach auch eine vollbusige Navigatorin und dann passt das schon irgendwie. Hoffe ich. Vielleicht kann Jill ja den Part übernehmen. So, was ist hier los? Orks. Orks. Then let us be ready. Mach mal auf, ne? Da freut sich auch das Bestiarium. Das war eine mächtige Feuersäule. Gut gemacht, Joshua. Zu dritt sind wir halt schon
Mächtig. Caution, brother. Caution, Brother. So ein Süßi. So, wie komme ich da hoch? So. Erstmal ein bisschen Orks rumschubsen. Wobei ich sagen muss, nach den ganzen Kobolden, jetzt Orks, und auch noch so ein paar reine Fantasy-Viecher, ne? Gab's jemals schon mal Orks in Final Fantasy? Clive. Smoke. Is the city fallen? Canva brennt. Ich hoffe, unserer Gang ist nichts passiert. Ich meine, wir haben uns Zeit gelassen. Ich nehme das auf meine Kappe, wenn doch, aber... Mit Gav. Onkelchen. Bitte seid noch am Leben. The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. So war das übrigens früher, bevor es Smartphones gab. Da hat man für den Notfall immer Treffpunkte vereinbart, wo man wusste, dass man hingehen konnte, um die anderen zu treffen. Ich weiß, das wirkt aus heutiger Sicht richtig wild, aber so war das damals. Und jetzt sind hier schon wieder neue Sidequests aufgepoppt, oder wie? Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Jetzt machen wir die nächsten 30 Stunden echt nichts anderes mehr außer Sidequests, habe ich so das Gefühl. Eine Belohnung, ein Brief. Gucken wir erstmal den Brief. Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen. Das Coole ist ja, wir kriegen ja auch immer nach den Sidequests. Das sieht man hier vielleicht. Genau, hier unser eigener Weg. Den Brief haben wir jetzt nur von Karen bekommen, weil wir die Auge um Auge Sidequest gemacht haben. Orks 911 und Crystal Chronicles. Okay, die beiden Spiele, die ich nicht gespielt habe. Beziehungsweise Crystal Chronicles ist ja, glaube ich, eine ganze Reihe. Die habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht mal warum. Aber irgendwie haben mich die Crystal Chronicles Spiele nie angemacht. So. Tut mir leid, dass der Tollpatsch und du in diese alten Geschichten aus meiner unrühmlichen Vergangenheit reingezogen wurdet. Dank eurer Einmischung konnte ich aber endlich mit einigem abschließen, das ich viel zu lange ignoriert hatte. Und jetzt kann ich mich vielleicht einfach zurücklehnen und diese neue Welt genießen, die du unbedingt erschaffen willst. Um all das Gute zu sehen, das du bewirkt hast und noch bewirken wirst, werde ich sicher nicht beide Augen brauchen. Ja, ich hoffe mal, die Welt geht nicht... Also wenn sie untergeht, dann können wir sie vielleicht neu aufbauen, aber... Pflicht. Lord Rossfield, in eurer Abwesenheit werde ich über meine neuen Schutzbefohlenen wachen und sie so gut verteidigen, wie ich es vermag. Ich bitte euch nur, dasselbe für seine Gnaden zu tun. Jote. Sie ist halt auch echt cute, Mann. Ich mag sie voll. Ein Erinnerungsstück für die Wand. Das Räuchergefäß aus Übersee von Karen. Ein reich verziertes Räuchergefäß aus Karens Heimat, welches sie Clive zum Dank für seine Hilfe bei der Wiederherstellung ihres guten Rufes geschenkt hat. Laut der mürrischen Ladenbesitzerin hält ein mit Kräutern und Ambra gefülltes Räuchergefäß nicht nur Insekten und die Pest fern, sondern schützt auch vor Dieben und Dämonen, lindert alle Arten von Beschwerden und zieht obendrein Liebe und Glück an. Das Ding ist ja, wenn das immer quasi die Belohnung für eine Sidequest-Reihe ist, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Reihen vor uns.
Das sind noch sehr, 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 sehr viele Sidequests. So viele Sidequests. Aber sie haben ja versprochen, ne? 30 Stunden Side-Content. Der muss ja irgendwo herkommen. Ich frage mich nur, ob die Sidequest-Cutscenes in den 11 Stunden Cutscenes drin sind oder ob die extra zählen. Fancy a look at the list, do you? Zeig. Quick look. Das Gesetz der Rache 2. Oh nein, das ist die Fortsetzung von der Lost Wing Quest. Die Flamme neuer Hoffnung ist wahrscheinlich... Nein, Martha. Ist gar nicht Wade. Ich hätte jetzt gedacht, es ist Wade. Aber es ist Martha. Und Feilschen um die Freiheit mit Eloise. Okay, ich bin ehrlich. Das hier interessiert mich am meisten, weil diese Quinton-Geschichte, die macht mir so ein bisschen Bauchweh seit ein paar Tagen. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. Weil die sind ja hier gerade ready, um in eine Selbstmordmission zu ziehen. Und ich hoffe, wir können das vielleicht noch unterbinden, aber die sehen mir ziemlich ready aus. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. And is revenge really the answer? Sag du es uns, It is Clive. the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lost Wing? Everything you've built. I built Lost Wing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lost Wing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live, even should Lost Wing die? Das mache ich natürlich, aber andererseits weiß ich halt auch nicht, ob das so gut ist, dass wir jetzt wirklich zu so einer Art Arche werden und die ganzen Leute aus ganz Valisthea bei uns horten. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us. Ich frage mich aber auch, wie viele Götter es gibt, weil wir hören halt immer nur von Griga. Ist ja aber eigentlich noch, also und Ultima halt theoretisch. We are awaited in Gotan's Bales. Aber es muss ja eigentlich noch mehr Götter geben. Bilde ich mir jetzt ein. Kann ich da auch hinporten? Ist natürlich genau in der Mitte. Aber die Musik ist auch so mega bedrohlich, ne? Ah, ich meine, vielleicht kommt Quinton ja siegreich aus der Sache raus. Und wir sehen ihn nochmal wieder, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass der für seine Sache eher sterben wird. Und ich meine, das ist sein Weg, da können wir ihm echt nicht reinreden. Aber ist natürlich trotzdem schade.
ist halt so Everyone. unnötiges Blutvergießen. Quinton has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lost Wing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinton. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. Ein Behemoth. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. We can't let this happen. Eile wie der Sid. Wind, Clive. Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quinton die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Heaven Hall. Promise us you'll do what you can. Dann packe ich mal lieber meinen Chocobo aus. Okay, kann ich natürlich nicht mitten im Dorf machen. Ja, Entschuldigung. Vergesst es immer wieder. Ich bin so unhöflich, dass ich immer meinen Chocobo rausholen will. Inmitten von all den Leuten. Let's go. Geht so natürlich nicht. Ich habe nichts von Professor Eich gelernt. Wow, das ist weit weg. Weißt du, was wir da machen? Da porten wir erstmal. Wow, sie wurde nicht mitgeportet. Hart. Ready, go? Was bist du denn eigentlich für ein Ding? Ein Martergott. No holding back. Oh. Too slow. Du Arschloch, hast meinem Chocobo wehgetan. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen sauer. Ich hoffe, das hat keine Konsequenzen für Ambrosia. Aber das hier ist doch einfach nur ein Reskin Pearl, oder? Das sehe ich doch richtig. Aber ein schöner Reskin. Okay, puh, ich wurde einfach nur abgeworfen. Gott sei Dank. Run like the wind. Hier laufen auch überall Echos rum. Die waren wohl vorher auch noch nicht da. Time to fight. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Clive,
Look. Don't tell me we're too late. Ach, ich kann auch nie die Schnauze halten. Immer muss ich es beschreien. Alle tot. Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. Und er hat keine Schramme? Verdächtig? Oh, hi. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But... Your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Vielleicht doch keine Behemoths. So viele Curls. Come on, then. That is no mere guard dog. No. It's a rebel beast that needs to be put down. Alter Joshua. Der Riesenstrahl. Zack. Blau so ein Strahl. Meinem Feuer. Ich schätze, ich könnte den mit Bahamuts Feuer haben. Aber ich will lieber mein eigenes. Minas erlegt. Curl-Schnurrhaar. Lauter Curls. If only we'd arrived earlier. So, was jetzt mit Quinten? Gibt es diesen Richter überhaupt? Is it over? It is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? Mir gefällt das nicht. Außerdem sollte er nicht hier drin stehen. Lostwing. My Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Dann guck ich danach. Mir macht das doch nichts. Och, Quentin. Damn it.
Quinton's not going to last long in there. Then we finish this quickly. Stay down! Komm, Joshua, hol noch mal deinen Superstrahl raus. Wo kommen die denn jetzt alle her? Stay down! Lass meine Waifu. Quentin. Der turnt doch jetzt auch, oder? Dann war alles umsonst. Dann war halt literally alles, was wir hier für das Dorf gemacht haben, umsonst. Chill, Vorsicht! Wer zaubert hier Vita? Glaube ich aber nicht, mein Freund. Oh boy. Vor allen Dingen ist Lost Wing jetzt halt auch einfach weg. Weil mit der Flut kann hier keiner mehr leben. I need to find Quentin. Bist du auch ein Zombie, Quentin? Oh, shit. Quentin! Quentin! Look at me! Thank the Founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Da ist ja mal alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Welcome back to the land of the living. Is Lost Wing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quentin. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quentin. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost,
But it seems your people aren't. So long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? Because we're family, aren't we? Family? Yeah. And all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing, right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quentin we know. Please. I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, we are family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Ich muss fairerweise sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Aber hey, wir haben ein Memorabilia bekommen. Das Schild des Gehängten. Das Schild des Galgenbaums, der Taverne im Herzen von Kielbrück. Das Dorf ist ein Zufluchtsort für Unterdrückte und Geschundene und wurde um eine Ruine der Gefallenen herum erbaut. Eine Ruine, die ihre Geheimnisse mit ebenso niedriger Wahrscheinlichkeit preisgeben wird, wie der mysteriöse Tavernenbetreiber die seinen. Also ein bisschen bitteren Beigeschmack. They are right, you know. Hat die Sidequest schon. Lostwing can be rebuilt. It was more than a mere village. More than a staging ground for revenge. It was a vision of how life might be. Of how we who have suffered can come to find family again. Ja, aber leider sind auch eine ganze Menge Leute dabei draufgegangen. Naja. Zurück zu Martha. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihre Quest jetzt vielleicht auch abschließen. Chocobos machen so komische Geräusche. Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it ain't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals.
And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll, aber schauen wir mal. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. Monster. A band of cutthroats have made it their den. Okay, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Ein Déjà-vu. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Aber diese Sache mit den Ätherfluten, ne? Das ist ja schon ein bisschen mysteriös. Wir hatten die ja erst nur an den Kristallen selbst. Und jetzt tauchen die überall im Land auf, wo die Kristalle weg sind. Also vielleicht waren die Kristalle doch nicht ganz so kacke. Not just yet. Let's hear Wade's plan first. Und haben die Äthermasse schon so ein bisschen wie ein Korken drin gehalten. Aber nicht so richtig, deswegen gibt's die Blight. Also irgendwas ist hier ein bisschen kacke gelaufen. So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rossfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. Naja. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. Wenn man Angst vor Geistern That's hat. very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully, the road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there. And may victory await our coming. Es gibt halt auch irgendwie nur noch so 3 Gruppen. So ein paar Überlebende, Akashics und Dings. Wow, jetzt habe ich einfach richtig hardcore den Faden verloren. Egal. Nevermind. Nevermind. Warte, gab's da nicht auch einen Ätheriten? Ja. Müssen wir gar nicht hinlaufen. No thoughts. Just button smashing.
Aber Eastpool ist halt eigentlich ganz schön weit weg. Das heißt, am Ende des Tages teilen wir die wenigen Leute, die noch kämpfen können, nur noch weiter auf. Ob das so schlau ist, sehen wir dann ja noch. Na toll, der ist natürlich übelst weit weggeflogen. Unga Bunga. Oh, hi. Or maybe not. Was machst du denn hier? What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes too. Er hat mich geboxt. Der ist ganz schön tanky, der Typ. Immer diese tanky Puddinge. Da ist selbst Torge ganz aufgebracht. Oh. Da regnet's wieder. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching. Die Lebenden, die Kämpfenden I und die thought you were keeping Akasischen. an eye out for a Kashik. So. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away. Before any other unsavory characters move in. Es ist ja nicht so, als hätten sie ein Schutzschild oder so I'll send darüber. orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Ich würde die Leute nicht so weit gefächert aufbewahren. Weil selbst auf Chocobos brauchst du eine Weile von A nach B. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them. And not a single Akashik in sight. Ich meine, okay, die können Magie, die können sich vielleicht verteidigen, Now to begin the important work Genau. of rebuilding the place. It won't be easy. Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Weil die anderen können sich nicht einfach Eastpool teleportieren. lives again. Let's go and tell Martha the good news. Ich meine, ich finde es gut, dass wir Eastpool wieder aufbauen. Ich finde es nur ein bisschen verfrüht.
Muss ich gestehen. Also vielleicht sollten sie mich erst Barnabas töten und die Welt retten lassen. Und dann können wir Eastpool wieder aufbauen? Ich weiß nicht. Das macht mir ein bisschen Bauchweh. Die sind da jetzt ganz alleine. Ich möchte eigentlich ungern noch ein zweites Massaker von Eastpool erleben. Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. Wir helfen doch immer. Wir helfen doch wohl immer. Hallo. Oh, das war aber noch nicht das Ende. Okay. Eastpool's been in ruins for years, so wonder any of it's still standing. But with a bit of lumber, a lick of paint, and a lot of hard work, they'll make a home of it yet. Ich bin mal sehr gespannt, wie das am Ende wird. Aber zuerst braucht Bocklard noch unsere Hilfe. Die gute Eloise. Wo ist sie denn? Da. Hey, girl. If we're going to do this, we'll need... Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges. Which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. Oder wir schicken sie The nach place was Eastpool. abandoned a long time ago. But when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? Ist aber ganz interessant, dass sie jetzt alle ihre Bearer so ein bisschen über Bord werfen, mitten in der Katastrophe. Und wir damit unserem eigentlichen Ziel, dass die in Freiheit leben können, unverhofft schnell, unverhofft nahe gekommen sind. How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. Na dann los. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you?
I'll do my best. Halt so die Ironie dahinter, dass dieser ganze You will Weltuntergang... find a village in Chedra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. uns halt jetzt literally zugutekommt eigentlich. I'm sure you won't need it. Kann ich porten? Na doch, ich glaube, es ist gewollt, dass wir von hier hingehen, oder? Schauen wir mal. Mein treues Ross. Let's go. Vorsicht, Joshua. Vorsicht. Weißherz hat einen großen Wendekreis. Upsa. Ist ein bisschen schade, dass ich auf dem Chocobo nicht mit Leuten reden kann. Drakos Becken. Aus Weg. Ist eilig. Nein! This must have been a nice place once. It will be again. Das ist nicht, was passieren sollte. Oh, Clive, Mann. Kann man so fucking flutschig sein? Oh, okay. Jetzt fliegende Gegner. Fine with me. Deswegen kannst du Garuda eigentlich nicht ablegen. Weil du brauchst leider diese Aerial-Kombo. Öfter als es einem lieb sein kann. Was willst du denn? Hey! Ich bin doch kein Happen. Hallo? Da hat er mir einfach in den Popo gebissen. Wie oft das dem armen Clive einfach passiert. I think that's the last of them. I think you're right. Let's head back to Boklad. So? Wo hätten wir denn eigentlich reinkommen sollen, wenn ich nicht so blöd abgerutscht wäre? Das hier auch ein Eingang. Es gibt mir so leichte Angelstädt-Vibes. Ist aber hübsch. Also ich meine, man muss es natürlich ein bisschen renovieren. Aber ist jetzt nicht der schlechteste Ort zum Wohnen. Something the matter, Theodore? Quiet. Uh-oh, bad Those are our news. terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. So sieht Theodore fast ein bisschen Somebody wie now. Sid aus. Yes.
And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Sag ihr bitte nicht, dass ich sie stalke. Okay, Bruder. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same. Gerne, gerne. Jetzt haben wir also neue Siedlungen aufgebaut. Und das hoffentlich nicht umsonst, weil wenn wir jetzt reinscheißen mit Ultima und Barnabas, naja, dann war das alles für die Katz. Das wäre sehr schade. Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic. And they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now. And judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery. And we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. Der Chocobo qualmt. She freed me from my bonds. And she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me. And I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Na klar. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Zack, sind sie auch noch Umzugsunternehmen. This could well be the last commission the Crimson Caravans undertakes. Under present management, at least. But don't tell my sister I said that, will you? Eieieiei, das war viel. Aber ich glaube, damit haben wir auch erstmal alles geschafft, was es zu schaffen gab. Guten Morgen, Domi. Ein neuer Brief ist eingetroffen. Da haben wir heute wirklich eigentlich nur gesidequestet. So, was gab's denn Schönes? Ach, das Schild, richtig. Ein Neuanfang.
Clive, ich kann dir gar nicht genug für all das danken, was du für Keelbrück getan hast. Deshalb schicke ich anstelle von steifen Dankesbezeugungen lieber ein paar Fässer unseres neuesten Jahrgangs. Vielleicht bringt dieser euch endlich von jener schäumenden Plörre ab, der man bei euch so gern frönt. Du, Quinten, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die haben hier alle keinen Geschmack. Die essen Schokobowurst, die essen Skorpionstachel, die essen Drachenlebern. Ich glaube, das Kind ist literally in den Brunnen gefallen. Klingt hart. Ist aber halt irgendwie so, ne? Oh, und es gibt neue Hans. Ich glaube aber, dieses Kind wird hier auch gleich in den Brunnen fallen. Ist ja schon wieder gleich 11. Würde sagen, Canva retten wir dann morgen. Did you see that? Tell me you saw that. Nektar, mein Bester. Der schwarze Mann. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Die meisten der Schwarzschilde, die Keelbrück ausspioniert hatten, sind inzwischen der Ätherflut zum Opfer gefallen. Laut zahlreicher Berichte ist einer von ihnen jedoch noch am Leben. Ein fanatischer Anhänger ihrer grausamen Ideale, der weiterhin jedem Träger, der in die Nähe seines Verstecks gerät, den Tod bringt. Leider hat er sich bereits als ebenbürtiger Gegner für die Fluchbrecher herausgestellt, die sich seiner entledigen sollten. Und wenn er kommt, dann rennen wir! So ein komisches Kinderspiel. Guck mal, jetzt hat er einen Namen und ein Bild bekommen. Der ist nur B. Den schaffen wir vielleicht. Ist der denn? Sollen wir den noch versuchen? Ich meine, in Keelbrück waren wir ja heute schon ein paar Mal. Aber zuerst mehr über die Abenteuer von Nektar, dem Furchtlosen. Müsst ihr nur leider, glaube ich, selber lesen, weil ich komme wahrscheinlich wieder nicht hinterher, obwohl ich so schnell rede. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Weißt du, als junger Mogli hatte ich es mir in den Kopf gesetzt, die Tiefen von Semekis zu kundschaften. Tiefe Erkenntnis. Also. Von oben wirkt dieser Krater unergründlich. Wo fließt all das Wasser hin? Und verbirgt sich am Ende der Wasserfälle vielleicht etwas? Auf diese Fragen wollte ich Antworten finden. Stattdessen fand ich etwas Schockierendes über mich selbst heraus. Ich kann nicht schwimmen. Shit. Aber das muss er ja auch nicht. Er kann ja fliegen. Er muss ja gar nicht. Weißt du? Aber ja, ich hoffe auch sehr, dass wir noch rausfinden werden, was sich denn da hinterm Wasserfall versteckt. Ich bin doch so eine Neugierige. So, da wollen wir hin. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie wir das machen. Das ist schon mal eine ganz gute Richtung. Ich sehe leider nicht allzu viel vor lauter Äther. So weit, so gut. Richtige Geisterstadt jetzt. Und natürlich bin ich falsch abgebogen. Ich werde mich hier niemals auskennen, aber ich schätze, wir sind auch zum letzten Mal da, also es ist wahrscheinlich okay. Außer natürlich, wir können die Ätherflut nochmal irgendwie rückgängig machen. Wenn nicht, sind wir sowieso am Arsch, davon mal abgesehen. Dann haben die hier bald ganz andere Probleme. Doch, der Eingang ist doch irgendwo hier. Warte mal. Nein. Ich war da schon mal. Ich hab's ja aufgedeckt. Komm ich denn da hin?
von unten? Gott, wieso check ich dieses dumme Dorf einfach nicht? Hilfe, Chat, wo muss ich denn hin? Ich muss doch eigentlich oben auf die Brücke, oder? Wobei der Weintunnel lässt vermuten, dass es... Mann, diese dumme Motte. Dass es ein Tunnel ist, aber nicht hier. Da kann ich nicht lang. Wäre halt toll, wenn man was sehen würde. Kann ich in das Haus? Ich glaube, das ist da, wo diese Sidequest mit dem einen Typen war, aber jetzt frag mich halt um Gottes Willen nicht, wie man da dran kam. Vielleicht können wir den Hand doch nicht machen. Ich sehe nämlich einfach überhaupt nichts. Wie komme ich denn da hin? Warum ist das denn so scheiße jetzt? Sei doch nicht scheiße einfach. Wie wär's damit? Diese Seite? Das ist doch aber auch nicht richtiger. Oder? Weil hier ist ja zu, oder? Mini, nicht den Stuhl anpatzen. Okay, anscheinend doch hier. Wow, man sieht hier aber wirklich gar nichts. Das ist heftig. Licht. Licht am Ende des Tunnels. Okay, dann lass mich schnell speichern, nur falls es in die Binsen geht, weil den Weg suche ich nicht nochmal. Den Weg suche ich nicht nochmal, Kinder. Guten Tag. Was machst du denn hier hinten ganz allein? Die haben den einfach vergessen. Den und sein Monster Hunter Jagdhorn. Und einfach vergessen. Bring out the bearers! Let me and my mortar purge them of their sin! Ich habe das Gefühl, den hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Hold still. You're not bleeding. Junge! Der 4. Juli war gestern. Macht er hier so eine richtige Feuerwerksshow? Weißt du, ich stehe ja mehr so auf modernes Drohnenfeuerwerk. Macht weniger Krach, macht weniger Dreck. Vor allen Dingen habe ich es gerne nicht in meinem Gesicht. Eieiei. Junge. Okay, okay. Du bist im ganzen wilder. Guck mal. Fliegt der einfach auf seiner Kanone in mein Gesicht.
So, would you mind? Uff. Das war ein wildes Tänzchen. Und das war Level 39. Ich glaube, dass mit dem Level 50 Cap stimmt. Also sonst wird es auch keinen Sinn machen, dass die S-Ranks Level 50 haben. Ist aber eine wilde Entscheidung. Your work here is done. Was sollen denn dann all die Nerds machen, die nicht auf Level 99 grinden können? Die weinen doch dann. Kannst du doch nicht machen. So, gibt's hier noch was? Ja, warte, da komme ich her, ne? Da ist zu. Nö, ich glaube, wir haben's. Level 100 Grind im Prolog. Es soll Leute geben, die sich, glaube ich, versucht haben, auf Level 50 zu grinden. Könnte aber wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich hätte da halt niemals die Geduld für. Niemals. Bin ich auch ehrlich. So, das gibt nochmal eine Belohnung. How may I help you today, Clive? Ein Geschenk. Anbei findest du einen höchst bemerkenswerten Gegenstand, für den ich weder Dank noch Bezahlung erwarte. Sieh ihn als Erinnerung daran, wem deine Loyalität gebührt. Here you are. Oh, aber guck mal. Jetzt braucht man noch 200 Punkte, bis es weitergeht. Best of luck out there, Sid. So, und das Board. 250 Stunden Tidus bekämpfen. Nee, ganz ehrlich, nee. Einfach nein. Okay, jetzt ist auch nur noch der Drache und der Weltenzerstörer übrig. Es kommen aber noch 2 andere Hunts. Und dann haben wir alles. Also es sind jetzt wohl nur noch 4 Stück. Das würde auch Sinn machen, weil da ist noch genau Platz für 2. Dann ist das Board voll. Dafür müssen wir aber die Main Story noch ein bisschen weiter spielen. Und dann haben wir alle Hunts gemacht. Also die beiden S-Ranks vielleicht eher so gegen Ende des Spiels, wenn nicht im Postgame. Aber versuchen will ich sie irgendwann nochmal. Nur da muss ich auch voll bei der Sache sein, glaube ich. Die machen halt schon richtig Schaden und uns Two-Hit down. Das ist ein Problem. Struck by thunderbolts from on high? Then don't let anything happen to Mid. Yeah? Ja, ich habe heute nur 4 Stunden mit Sidequests verbracht. Aber da meine Stimme gerade aufgibt, ist das, glaube ich, mein Signal, dass wir es für heute geschafft haben. 4 Stunden Sidequesten. Und morgen retten wir dann endlich Mid und Byron und Gav und bekommen hoffentlich unser Boot.